Also herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Radtraining im Winter. Ich wollte euch da einfach nur mal einen Einblick geben, wie ich so im Winter an meiner Radform arbeite und den Sommer so mit vorbereite. Im Winter grundsätzlich, ich habe hier einmal mein Crossrad, in dem ich ein-, zweimal die Woche draußen fahre, meistens dann relativ entspannt. Mit dem Rennrad ist es einfach ein bisschen schwierig im Winter, da immer mal wieder die Gefahr mit Glatteis und so besteht. Ich hatte 2 Stürze in den letzten paar Jahren und beide Male war es eben aufgrund von Glatteis, dass ich einfach, auch wenn es tagsüber vielleicht schon Plusgrade hat, aber dann in manchen Mulden oder so doch noch Eis auf der Straße liegt und da ist einfach die Sturzgefahr deutlich größer. Dementsprechend fahre ich eigentlich im Winter jetzt nur mit dem Crossrad draußen und alles andere, wenn ich spezifische Einheiten mache, nehme ich dafür mein Rennrad hier auf der Rolle. Grundsätzlich trainiere ich im Moment etwa 10 Stunden auf dem Rad. Wie gesagt, davon etwa 1, 2 lockere Einheiten auf dem Crossrad draußen. Hier in Bayreuth haben wir echt die perfekte Umgebung dafür, also super viele Trails, super viele Waldwege, es macht echt super Spaß. Aber alles andere, also auch längere Einheiten bis zu 3,5 Stunden vielleicht etwa, verbringe ich dann meistens auf der Rolle. Ja, letztes Jahr im Winter habe ich mir dann diesen Wahoo Kickr Core besorgt. Davor hatte ich noch einen mit einem eingespannten Hinterrad drin, aber jetzt diese Direct Drive Trainer, also ohne Hinterrad, sind einfach deutlich präzise in der Leistungsmessung und dementsprechend kann ich jetzt mein Training auch einfach deutlich besser steuern. Also der Vorteil an dem Trainer ist natürlich, dass der kompatibel mit Zwift ist. Zwift habe ich jetzt auch vor ein paar Wochen für mich neu entdeckt. Und habe seitdem schon sehr viel Zeit auf der Plattform verbracht. Ist es halt nicht dieses monotone Fahren, immer bei konstanter Wattzahl oder bei konstantem Widerstand, sondern die Rolle passt sich eben den Gegebenheiten in der virtuellen Welt an und dementsprechend fühlt sich das Fahren auf der Rolle einfach auch kurzfristiger an. Also ich habe jetzt hier einfach mein ganz normales Sommerrennrad eingespannt. Ja, das bleibt dann auch die meiste Zeit im Winter hier drauf und im Sommer wird das Hinterrad wieder draufgebaut und auf der Straße benutzt. Grundsätzlich, dadurch, dass ich jetzt eigentlich hauptsächlich noch Mitteldistanzen mache oder andere olympische Distanzen, bin ich jetzt auf dem Rennrad auch gar keine Rennen mehr gefahren. Dementsprechend ist es für mich eigentlich ein reines Trainingsrad geworden. Ich bin in den Jahren davor noch das ein oder andere Sprintrennen gefahren mit dem Rad, also mit Windschattenfreigabe. Da habe ich dieses Rennrad noch verwendet, aber mein Fokus liegt ja jetzt deutlich mehr auf den Mitteldistanzen. Dementsprechend werde ich da auch hauptsächlich auf dem Zeitfahrrad die Rennen bestreiten. Zum Thema Zeitfahrrad, also wie ihr seht, genau im Moment fahre ich ganz normal noch auf meinem Rennrad auf der Rolle, aber je näher man natürlich der Wettkampfsaison kommt, also ich schätze mal gegen Februar, März, werde ich schon versuchen, immer mehr Zeit auch auf dem Zeitfahrrad zu verbringen und dementsprechend werde ich dann auch das Setup hier mal wechseln und mich an die Zeitfahrposition gewöhnen. Aber jetzt im Winter spielt es nur keine große Rolle. Außerdem habe ich im Moment mein Zeitfahrrad gar nicht hier, weil der Platz in meinem Zimmer dafür einfach nicht ausreicht für ein drittes Rad noch. Ja, also heute steht auf dem Trainingsprogramm eine klassische VO2-Trainingseinheit. Also ich werde 3 Blöcke à 6x30-30 fahren und direkt im Anschluss 4 Minuten etwa an der Schwellenleistung. Also es sind dann 10 Minuten Blöcke und dann am Ende werde ich nochmal etwa 10 oder 12 Minuten im Sweet Spot Bereich fahren, also knapp unterhalb meiner Schwelle. Zwischen den einzelnen Blöcken werde ich etwa 5 Minuten locker pedalieren, um mich dann sozusagen auf das nächste Intervall vorzubereiten. Das sind ganz normale Intervalle, um die maximale Sauerstoffaufnahme zu trainieren oder zu verbessern. Fahre ich etwa 2-mal in der Woche im Moment. Also jetzt sind wir noch im Dezember, aber je näher wir dann der Wettkampfsaison kommen, desto rennspezifischer werden auch meine Trainingseinheiten. Dementsprechend werde ich dann mehr Intensitäten auch in meiner angepeilten Leistung fahren, die ich versuchen werde im Rennen umzusetzen. Aber im Moment geht es eben darum, diesen Motor erstmal aufzubauen, eine hohe VO2 Max
zu trainieren und dementsprechend ja, mache ich diese spezifischen Einheiten dafür im Moment. Mein Aufwärmprogramm sind meistens 25 Minuten, davon die ersten 15 Minuten relativ locker und dann von Minute 15 bis 20 mache ich so 5 bis 6 mal 20 Sekunden, ja, schon eine relativ hohe Intensität, 40 Sekunden locker dazwischen immer, einfach um ja, nochmal den Puls ein bisschen nach oben zu treiben und dann die letzten 5 Minuten, bevor das erste richtige Intervall beginnt, dann nochmal locker. Und dann grundsätzlich vielleicht zum Puls messen, also mache ich eigentlich fast nie. Beim Laufen habe ich es am Handgelenk dran, aber so 100% zuverlässig ist es auch nicht. Ich fahre eigentlich immer nach Gefühl, aber ich habe mir jetzt schon vorgenommen, bald einen Pulsgurt zuzulegen, um da ein bisschen besseren Einblick noch in mein Training zu bekommen. Stunde 30 jetzt gefahren, noch 5 Minuten Cooldown. Die Session ist somit beendet. Ich bin eigentlich recht happy, so wie es gelaufen ist. War jetzt keine All-Out-Session, also ein bisschen Reserven hatte ich noch oder ein bisschen Steigerungspotenzial für die nächsten Wochen, aber war auf jeden Fall eine richtig gute Intensität. Auch die 10 Minuten Sweet Spot am Ende haben sich echt ganz gut angefühlt, relativ kontrolliert. Ja, insgesamt bin ich echt happy. Als kleiner Tipp vielleicht, gerade jetzt im Moment, wo es so kalt ist, also wir haben Minusgrade draußen und wenn die Tür dann offen ist und man das Wasser direkt neben die Tür stellt, dann wird es teilweise echt richtig kalt. Und irgendwie, wenn dir 5 Grad kaltes Wasser zwischendrin reinkippst, ist für den Magen auch nicht besonders gut. Ansonsten, genau, war es das fürs Radfahren heute. Übrigens, die Watt pro Kilo, die hier angegeben sind, stimmen nicht ganz. Also da ist das Gewicht vom Kumpel noch eingestellt, der auf dem Account fährt. Und dementsprechend stimmt es nicht ganz. Also bei mir muss man da jetzt ein bisschen abziehen. Ja, jetzt werde ich gleich die Speicher ein bisschen auffüllen, Mittagessen, dann ein bisschen was für die Uni machen. Und heute Nachmittag bin ich dann verabredet mit Christian und mit einem anderen aus dem Verein für Bergläufe. Da hatte ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Wir gehen wahrscheinlich in den Wald. Ich hoffe, die Wege sind nicht zu eisig, aber wird schon gehen, denke ich. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ja, schreibt mir gerne immer wieder in die Kommentare, was ihr noch gerne wissen wollt. Ansonsten gebt mir gerne ein Like oder ein Abo. Wir haben mittlerweile über 1000 Abos, das freut mich natürlich total. Vielen Dank dafür an der Stelle. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ciao.